Hallo, ich bin Anna. Hallo und ich bin Ulf und wir zeigen euch heute unser Wellblechhaus. Das ist ja schon eine eher ungewöhnliche Fassade. Inspiriert wurde das Ganze durch unsere Aufenthalte in Südafrika und Chile, also Ländern, wo man viel mit Wellblech baut. Und normalerweise assoziiert man das ja mit so Slum und so weiter. Und als wir auf der Suche waren nach einer Fassade, die modern ist und auch nachhaltig sein kann, aber auch gut aussieht, die Verbindung zwischen alt und neu, das war etwas, was uns wichtig war und was uns auch immer fasziniert hat. Wir würden euch jetzt gerne mal mit reinnehmen in unser Haus. Herzlich willkommen hier im Erdgeschoss. Hier haben wir unseren Wohn-, Koch- und Essbereich. Und ganz interessant ist, dass man hier jetzt den Grundriss des Hauses sieht. Also wir haben tatsächlich ein L, eine L-Form. Das ist der Grundriss des Hauses. Hier in der Ecke dahinter, da sitzt schon der Nachbar. Und das, was jetzt hier so schön groß wirkt, mit diesen langen Sichtachsen, wo man einmal durch das ganze Haus durchgucken kann, das war im Originalzustand ganz anders. Wir waren 5 Räume, sehr klein, sehr dunkel. Es gab in dieser Wand kein Fenster. Das ist die Westseite, da war kein einziges Fenster. Und für uns, von der Sonne verwöhnt, ja, war es wichtig, dass wir große Fenster haben, die das Ganze auch öffnen. Die Decken mussten wir leider austauschen. Also eigentlich wollten wir ja viel erhalten, weil wir nachhaltig bauen wollten, aber der Statiker ist hier durchgegangen und hat einmal mit dem Zollstock gegen die alten Eichenbalken geklopft und hat gesehen, nee, das geht nicht. Wir mussten die Decken in diesem Bereich dann komplett rausnehmen. Das ist eine alte Wand, die wir freigelegt haben. Auch etwas Altes, das mir persönlich sehr wichtig ist, ist diese Anrichte. Das ist ein Teil des Esszimmers meiner Großeltern, die das auf ihrer Flucht von Tschechien nach Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg mitnehmen konnten, als einziges Möbelstück, vollgestopft mit Familienerinnerungen und dem wertvollen Familiensilber. Hier möchte ich euch noch eine besondere Erinnerungsecke zeigen. Das sind alles Exponate vom Strand. Für uns als Familie ist das Meer und der Strand sehr wichtig. Wir sind alle Surfer, wie meine Tochter hier in diesem Bild auch festgehalten hat. Jedes Element hier drin hat eine Geschichte. Das ist jetzt zum Beispiel etwas ganz Besonderes. Das ist ein Penisknochen von einem kleinen Orca. Ja, findet man nicht aller Tage in allen Haushalten. Die Küche, das war so ein bisschen mein Steckenpferd. Ich wollte unbedingt eine Küche haben, die nicht wie eine Einbauküche verbaut ist, sondern die unten offen ist, um dann auch den Boden durchlaufen zu sehen, die dem Ganzen hier ein bisschen Leichtigkeit vermittelt. Hier konnten wir den Teil der Sandsteinfassade erhalten und haben uns dann dafür entschieden, die Wand tatsächlich auch schwarz zu streichen. Das ist sogar auch eine Magnetfarbe, also sprich, wir können hier auch magnetisch Dinge anbringen und das ist dann auch nochmal das Schwarz, was wir außen in der Fassade haben, was wir einfach hier auch mit ins Haus geholt haben. Wir haben tatsächlich ja auch die Scheune nebenan, die war noch fast komplett eingeräumt mit landwirtschaftlichem Gerät etc. Und unter anderem haben wir da diesen alten Tisch gefunden. Der war eigentlich unkenntlich, total grau, verstaubt und stand da, weiß ich nicht, wahrscheinlich viele Jahrzehnte. Und wir fanden den aber grundsätzlich so schön, dass Ulf sich mit meiner Mutter dran gemacht hat und den wieder aufgearbeitet hat. Neben einer schönen Küche und einem gemütlichen Essplatz war für uns hier in diesem Stockwerk auch der Boden besonders wichtig. Ich selbst arbeite in einer Fliesenfirma und dementsprechend liegt es total nahe, dass wir uns für Zement-Mosaikplatten entschieden haben mit verschiedenen Mustern. Hier haben wir ja diesen sehr großzügigen offenen Raum, über 40 Quadratmeter. Und da haben wir lange debattiert als Familie und haben uns dann letzten Endes hier für diese Zementfliese entschieden, die ihren Ursprung in Barcelona hat. Und
Das ist die Seerosenplatte und als wir die gefunden haben, war klar, die muss irgendwo in unser Haus rein. In Chile haben wir viel Zeit mit unseren Kindern in einem Park verbracht, in dem es unglaublich viele Seerosenteiche gab und die ist einfach total detailreich. Wir finden sie farblich wunderschön und hier oben jetzt noch mit dieser Bordüre, mit diesen geöffneten Seerosen, macht die einfach gute Laune. Und hier müsst ihr euch vorstellen, war früher die alte schmale Holztreppe, die wir nicht erhalten konnten. Und deshalb ist die Treppe jetzt auf die andere Seite gewandert und da gehen wir jetzt auch hoch ins obere Stockwerk. Und dann sind wir auch schon im Kinderstockwerk. Hier in einem zentralen Raum, das war uns wichtig, dass wir sagen, wir haben einen Ort, wo die Kinder zusammenkommen können, spielen können. Und wir haben natürlich ein wunderschönes, großes Panoramafenster, wo man sich auch herrlich hinsetzen kann, um über die schöne rheinhessische Landschaft zu blicken und zu chillen oder ein Buch zu lesen. Anni, scheiße. 1, 2, 3. Ja. Pepe, dürfen wir mal reinkommen? Ja. Hallo, willkommen in meinem Zimmer. An meinem Zimmer ist besonders, dass ich ein Dachfenster habe, weil ich glaube, dass das nicht so viele in ihrem Zimmer haben. Und ich kann das sogar schließen. Wenn ich zum Beispiel schlafen möchte, kann ich es zumachen, wenn mir niemand von oben reingucken soll. Hi, ich bin die Fritzi. Wollt ihr mal mein Zimmer sehen? Das ist mein Zimmer. Was ziemlich cool ist, dass ich hier oben so eine Nische habe. Da kann ich dann hingehen und was lesen oder sonst auch chillen. Was auch noch im ganzen Haus ziemlich auffällt, ist, dass wir ganz große Fenster haben. So kann ich dann, wenn ich hier lerne, aus dem Fenster gucken und habe eine tolle Aussicht. Hier ist dann auch noch ein kleiner Balkon. Das ist besonders im Sommer cool. Wir wollten auch bewusst diesen neuen Akzent setzen mit Wellblech, schwarz. Und wollten dem Ganzen aber auch ein bisschen einen Sockel geben, eine Erdung geben. Und deshalb sind wir auf die Idee gekommen, unten nochmal den Sandsteinsockel vorzubauen. Was man sieht, das ist eine vorgehängte Fassade. Das heißt, es ist keine Sandwichplatte, sondern es ist Alu-Wellblech und dahinter ist Luft. Die hängt an der Holzkonstruktion. Und dahinter ist dann 30 cm Holzfaserdämmstoff. Und zwar ist wichtig, dass das ökologisch auch nachhaltig ist. Das kann man alles so, wie es ist, auch wieder abmontieren. Das sind alles Steine, die ich aus dem Keller, aus dem Boden rausgeholt habe oder von Wänden, die wir eingerissen haben. Ich habe keinen einzigen Stein hier neu auf das Grundstück gebracht, außer diesem Detail hier, dieser Ammonit. Das ist kein Fossil, sondern das ist ein Kunstwerk von meiner Schwiegermutter Moni. Und für mich als Biologen hat der Ammonit eine ganz besondere Bedeutung. Evolution, die großen Zeitabstände und so eine kleine Erinnerung daran, dass selbst wenn wir als Menschen sowas schaffen wie ein Haus, verblassen wir natürlich vor der Leistung der Biologie. So, ein Stockwerk haben wir noch und das würde ich euch jetzt auch gerne noch mal zeigen. Kommt mit hoch! Also hier sind wir jetzt im ehemaligen Dachboden angekommen. Der war nicht ausgebaut. Als wir hier das erste Mal hochgekrochen sind, nachdem wir es gekauft haben, war hier echt alles voller Mäusedreck und auch noch ganz viele alte Möbel von den Vorbesitzern. Und wir haben aber irgendwie gesagt, wenn die Kinder ein eigenes Stockwerk haben, dann müssen wir uns irgendwie auch noch unseren Bereich schaffen. Als die Zimmerleute hier waren, haben sie gesagt, an dem Haus ist nicht mehr wirklich viel Erhaltenswertes, aber dieser Dachstuhl, der war noch 1A erhalten. Dann hat Ulf sich direkt irgendwie ausgerüstet mit diversem Schleifwerkzeug und ich weiß nicht, wie viele Tage und eigentlich Wochen er damit verbracht hat, Balken um Balken hier oben abzuschleifen und mit Leinöl lasiert und geölt und hier sind viele, viele Stunden reingeflossen. Aus der Zeit in Chile, da habe ich gelernt zu weben und habe ganz viele Decken gewebt, die wir hierher mitgebracht haben, natürlich und sehr lieben.
Irgendwie war dann alles soweit hier unten gemütlich eingerichtet und uns haben noch Lampen gefehlt. Und dann habe ich ein bisschen irgendwie mich inspiriert in Architekturforen etc. und habe diese Lampen entdeckt, die im Prinzip mit Garn auch umwickelt sind, also auch so eine Art gewebt sind. Habe dann unsere beiden Bettlampen, Nachttischlampen hängend kreiert und dann zum Abschluss noch und zum Einzug dann habe ich uns noch diese Deckenlampe geschenkt, die dann einfach kunterbunt werden musste. Es gibt einen recht bekannten chilenischen Designer, Christian Valdés. Und als klar war, wir kommen zurück nach Rheinhessen, wollten wir uns eigentlich in Chile solche Sessel noch besorgen und per Schiff hierher bringen. Das war nicht möglich. Und Ulf hat das aber nicht losgelassen, die Idee mit diesen Stühlen, dass er irgendwann in einer Auktion in Düsseldorf tatsächlich entdeckt hat, dass gerade 4 dieser Exemplare zu veräußern sind. Und was irgendwie ganz witzig ist, dass die tatsächlich original, so wie sie da stehen, 1992 auf der Expo in Valencia standen. Und wir lieben einfach diese Sessel. Hier schicken wir unsere Kleider bis ganz runter in den Eingangsbereich. Das ist im Moment noch eine Zwischenlösung. Wenn jemand eine Idee hat, wie ich das noch schön gestalten kann, gerne her damit. In der Zwischenzeit hängt einfach diese Decke drüber. Und ich darf euch jetzt noch eines meiner absoluten Lieblingszimmer zeigen, hier oben im Dachgeschoss. The Green Room, das Bad. Hier haben wir uns nämlich auch eine ganz besondere Platte ausgesucht. Diese Platte ist ein Design von Gaudí, original nach Vorlagen von Ernst Haeckel. Ernst Haeckel ist ein deutscher Biologe, der Anfang des 20. Jahrhunderts diese wunderbaren Foraminiferen, das sind kleine Meerestiere, porträtiert hat in ganz, ganz tollen Lithografien. Und ich fand es krass, dass Gaudí das aufgenommen hat und eine Platte daraus kreiert hat. Die macht auch ein sehr schönes grünes Ambiente und entsprechend haben wir Elemente aufgegriffen aus der Biologie mit diesen tollen alten Lithografien, die ich in Slowenien gefunden habe, die das Bad einfach noch verschönern. Ein Fundstück aus der Scheune ist diese tolle Kostbarkeit, ein Kupferkessel. Das war der Waschdruck der Familie, die hier gewohnt hat, und ich habe gedacht, ich gebe das auf den Müll, und dann habe ich mal gekratzt und dann kam dieses Kupfer zum Vorschein und dann habe ich mir die Flex genommen und habe das einmal abgeflext und jetzt ist es ein toller Aufbewahrungsort für unsere Monstera. Bei der Dusche war es so, dass wir das Licht nicht verlieren wollten und wir wollten aber auch nicht nur einfache Glaswand, und wir sind auf Glasbausteine gekommen, obwohl wir am Anfang dachten, na, Glasbaustein ist so ein bisschen 70er und verstaubt, finden wir sie jetzt total gelungen und lieben diese Glasbausteine in unserer Dusche. Jetzt zeigen wir euch noch einen ganz besonderen Ort an unserem Haus. Hier auf der Dachterrasse ein wunderbarer Blick über Rheinhessen. Hier war ursprünglich auch Dach. Und wir hatten hier unsere Wand, das heißt, es war so ein Pizzastückdach. Und ich hatte gesagt, lass uns doch eine Dachterrasse machen. Und der Architekt meinte, nein, er hat schon so viele Dachterrassen gebaut mit Bauherren, die dann nachher nichts damit machen. Aber ich kann ihm versichern, wir nutzen diese Dachterrasse ganz, ganz fantastisch. Und natürlich ist die Frage, die sich viele Leute stellen, so, oh, unterm Dach mit schwarzem Wellblech, wird das nicht wahnsinnig heiß? Das Gegenteil ist der Fall. Also wir sind erstens sehr, sehr gut gedämmt, sehr gut isoliert. Und zweitens ist das ja eine hinterlüftete Fassade. Das heißt, die Luft, die warm wird, strömt hinter der Fassade hoch, kommt oben raus, zieht sogar noch Feuchtigkeit aus dem Haus und es hat sogar noch einen kühlenden Effekt. Und wir haben jetzt 2 Sommer in diesem Haus verbracht und wir können einfach sagen, es ist einfach immer eine angenehme Temperatur. Nach 4,5 Jahren auf einem anderen Kontinent, am anderen Ende der Welt, war es für uns wichtig, mit den Kindern zurückzukommen in die Heimat, in der Nähe unserer Familien zu wohnen. Mit diesem Haus konnten wir uns dann aber auch den Traum verwirklichen, all das, was wir irgendwie jetzt auch in unserem Leben gelernt haben, hier mit einzubringen. Ein Haus ist nicht nur einfach ein Objekt, sondern es ist ja irgendwie, was man mit Leben füllen möchte, und dieses Ganze selbst zu gestalten mit den eigenen Händen, das war eine ganz fantastische Erfahrung. Das war die Wellblechtour durch unser Roomhaus. Das war die Roomtour durch unser Wellblechhaus. Wir hoffen, es hat euch gefallen.
Und wenn ihr Lust habt, euch noch andere spannende Wohnungen oder Häuser anzuschauen, dann schaut doch mal hier vorbei oder abonniert ganz einfach den Kanal. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.